meine Strukturmasse und ich setze es schon von alleine hier rauf, mein Gold. Genau, ich will damit mit meiner Masse will ich das Blattgold kleben. Und dafür bringe ich es jetzt erstmal auf meine Fläche. Und ja, ich hatte hier eine Gabel, die habe ich hier einfach mit verwendet. Und da kann man auch ganz gut sehen, wie schön sich die Masse hier verhält. Also ich könnte auch Streifen reinziehen oder was auch immer. Aber ich benutze die heute, um die Goldfolie damit zu kleben. Und deswegen verteile ich die jetzt erstmal. Hier drückt sich gerade so ein bisschen das Holz vom Rahmen durch. Man kann das hier ganz gut sehen. Da ist es dann genau glatt. Und wenn du es anhebst, kann man das dann ganz gut wieder drüber streichen. Ja, und die Masse ist schön dick. Also ich verteile das hier einfach nochmal weiter. Ich nochmal das große Palettenmesser und streiche das einfach über die Fläche. Alles gut verteilt und ja, jetzt kann ich überlegen, wo ich jetzt die Blätter hinklebe. Ich habe jetzt verschiedene Größen hier und ja, ich setze sie einfach mal hier rauf. Ich hatte eben beim Spachteln so gedacht, ach, das floss so schön links rüber. Und da kam kurz so der Gedanke, vielleicht lasse ich die Farbe nachher so laufen. Die ist hier sehr zerknittert, schöne Knicke drin, das mag ich ja auch total gerne. Das packe ich mal hier oben hin. Kann die Farbe nachher so rüberlaufen. Also das ist so das, was so die Idee ist. Den Glanz in die Leinwand bringen. Gold passt ja irgendwie auch ganz gut gerade. Ich das hier nochmal ein bisschen glatter, weil ich doch sehr viel Masse darunter habe und dann trocknet das so langsam, also es dauert dann so lange. Deswegen ziehe ich nochmal ein bisschen was raus und verteile das einfach hier rüber. Fühlt sich schon wie ein bisschen Schnee auf dem Gletscher oben, der in der goldenen Sonne scheint. Und ja, die Masse ist toll, also die könnte ich jetzt auch noch modellieren und anderweitig verwenden. Aber das lasse ich jetzt, nee, das mache ich jetzt nicht. Nicht ganz trocken, aber es macht nichts. Ich habe hier einen Farbton. Die Farbe ein bisschen abgesetzt. Ja, ich habe einen feinen Strickpulli an, super. Ich will hier mit dunkler Schlamm-Matschfarbe arbeiten. Passt natürlich perfekt. Ach, schön. Es ist wie, wenn es regnet gerade, der Boden sieht dann auch immer so aus, finde ich. Der schöne, satte Erdboden und das Laub überall durch, noch liegend und die dunklen Bäume dann, wenn es geregnet hat. Da sind schon tolle Effekte jetzt drin, also gerade auch hier die Goldstücke oder das dunkle Braun. Gefällt mir ganz gut. Kann ich jetzt mit Grün weitermachen. Ist wie so ein bisschen Moos noch, so ein weicher Boden, an dem die Wege sind ja jetzt gerade alle so matschig, weil es zu viel geregnet hat. Und das finde ich aber immer ganz schön. Und hier kann ich das so unterschiedlich in die Struktur reinbringen. Also da zieht es auch ordentlich rein. Das Grün zieht sehr in das Dunkle, merke ich gerade. Da kann man es nicht so gut verteilen. Aber hier kann ich ganz gut drüber streichen nochmal. Ist mir noch ein bisschen zu knallig, das muss ich noch ein bisschen abdunkeln. Vermischt sich doch noch nicht so richtig mit dem Braun darunter. Ich dachte, es vermischt sich noch mehr. Dann verstreiche ich das mal ein bisschen mit dem Pinsel einfach. Und dann
verändert sich auch der Grünton. Jetzt auch noch alles schön nass, dann kann ich noch mal Weiß dazu geben. Genau das brauchte ich jetzt. Das fehlte mir nämlich die ganze Zeit. Das kann jetzt hier so schön ineinander laufen und ich greife jetzt auch einfach nochmal das auf, was ich schon am Anfang gleich gemerkt habe, also die Form einfach so schräg rüber. Da kann man richtig abtauchen hier. Es ist wie über so ein Granit zu gehen oder über so ein Moosbett. Ich weiß nicht. Es ist so angenehm. Es kann hier so ineinander sich verteilen. Man kann so abtauchen. Es hat was sehr Meditatives, finde ich. Also auch gerade das Werkzeug ist ja auch so weich und dann kann man die Farbe so einfach hin und her bewegen, wie man will, und verändert sich wieder so ein bisschen der Farbton. Macht gerade total viel Spaß, also es ist sehr angenehm. Probier das aus, so wie ich das hier gerade mache. Vielleicht mache ich es da oben noch ein bisschen heller. Da kann noch ein bisschen Weiß, das kann auch einfach wieder ein bisschen mitlaufen. Der passt, aber noch ein bisschen Wasser, dann läuft das nochmal ein bisschen besser. Auf da. Und Spaß haben, nicht vergessen. Ja, ich sag das so, ne? Spaß haben. Da ist Farbe drauf, Moment. Aber erinnere dich daran, wenn du malst, auch wenn mal was nicht funktionieren sollte, ist das nicht schlimm. Das gehört einfach dazu. Und dann muss man eben gucken, wie man da durchgeht. Und ja, mir geht es nicht anders. Ich erinnere mich da auch immer wieder dran. Und probiere hier aus. So wie jetzt hier. Ich finde, das war zu dunkel eben. Da muss noch ein bisschen was Helleres rüber. Der Ton passt, ja. Hätte jetzt aber auch sein können, dass es dann doch nicht so passt. Hier den Pinsel nehme ich nochmal, den dicken Pinsel hier. Ja, den hatte ich vorhin auch schon. Kann man einfach auch nochmal nehmen. Ja, da weiß ich noch nicht. Ja, ich lasse es mal so. Ich mache mal eine Pause. Ich glaube, stimmt gerade, aber ich kann noch was ausprobieren. Moment. Ich
bin zu neugierig. Ich muss wissen, wie es aussieht. Ich war mir nämlich unsicher und im Rahmen finde ich es doch ganz stimmig. Also doch, ich glaube, das passt. Das lasse ich so. Es ist eine schöne, leichte Malerei. Es ist viel Ausdruck drin, finde ich. Also einfach machen, mach einfach. Und ja, das kennst du, das ist im Kanal, das mit den Muscheln, sage ich schon. Nee, es war für mich wie Muschel, aber es ist ja nur eine Eierschale. Also mach einfach, hat auch viel Spaß gemacht. Ja, finde deine Mitte, mach einfach, wozu du Lust hast. Ich denke, darum geht es ja eigentlich eher. Und bring deine Stimmung einfach mit in deine Malerei und drücke die damit auch aus. Also mach einfach. Ich habe Berge von Goldpapier den Sommer über gesammelt und das muss ich jetzt loswerden. Es passt einfach in die Jahreszeit. Nee, macht aber auch einfach Spaß, damit zu malen und genau diesen Glanz in dem Grund zu legen. Also ja, es ist doch so ein Schein von unten, so ein Licht, auf dem du gehen kannst. Also ich finde, das ist einfach auch dieses Werk ist so fließend und es lief dann auch einfach. Also ich habe mich tatsächlich dann ja auch einfach leiten lassen, schon beim Auftragen der Struktur fing das an und das habe ich aufgenommen und habe das so weiter beim Malen dann auch fortgeführt. Auf der einen Seite erinnert mich das so an so einen Stein, der so Adern hat, also auch wie so Marmor oder Granit und auf der anderen Seite ist es aber auch so ganz weich und moosig und als so viele Wege, die sich dann treffen und wieder trennen und ja, die mich eben auch so durchs Bild geführt haben und jetzt eben auch den Betrachter. Also es ist ein schönes Thema, das werde ich bestimmt noch mal im Blog aufgreifen. Mal sehen, was ich dazu formulieren kann. Und genau um diese Dinge geht es eben auch in dem neuen Buch. Eben nicht nur Technik, irgendwie ich mache jetzt das und das, sondern warum? Warum machst du das überhaupt? Was steckt dahinter und was kannst du mit Kunst ausdrücken? Also Kunst als Sprache wiederfinden, wiederentdecken und die nutzen und einfach machen. Also in diesem Sinne, schön, dass ihr da seid. Vielen, vielen Dank für euer Sein hier. Danke, dass ihr mich immer unterstützt, hier immer wieder. Und ja, da bin ich wirklich immer sehr, sehr tief berührt, zum Teil, wenn ich dann auch lese, was ihr hier Vertrauensvolles mitteilt. Also das ist so unglaublich dann. In dem Moment denke ich so, wow, also das ist beeindruckend. Ihr seid beeindruckend, der ganze Channel hier, den ihr hier mitgestaltet habt, mit euer Sein hier, ist für mich beeindruckend. Also danke, dass ihr hier seid. Habt einen ganz schönen Sonntag, egal wie das Wetter gerade ist. Geh noch mal raus oder setz dich an die Leinwand und ja, mach was. Bis dann. Tschüss.